Hallo zusammen. In letzter Zeit schickt mir Martha immer mal wieder so Liebesgrüße aus ihrer Tür. Ja? Da kommt es raus. So ein Zeug. Das ist wohl die Dichtleiste. Auf jeden Fall nichts, was man unbedingt in der Hand haben will. Werden wir heute auf jeden Fall mal austauschen. Ne? So Leute, jetzt der Mega-Haul. So sieht die Kiste aus. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Einmal für innen, einmal für außen das Teil. Und das hier ist auch für außen. Das ist das, was mir entgegengekommen ist und was offensichtlich kompostierbar ist, weil das mit der Zeit zerfällt. Keine Ahnung. Und ich muss ja sagen, ich finde es schon ziemlich krass. 126 €. Kann man sehen? 126 € für so ein paar Gummis. Also ich glaube, so teuer habe ich Gummis noch nie eingekauft. Junge. Na, was soll's. Rein damit in die Tür. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe mir keine Anleitung dazu angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe aber einschlägige Türenerfahrung, muss man sagen. Der Fix. Ja, jetzt ist natürlich der Worst Case passiert. Das, was einem niemals passieren sollte. Diese Schraube hier habe ich ausgefressen. Das hat 3 Tage gedauert. Völlig irre. Ja, ich hoffe, heute wird es nicht so lange dauern. Das sind ja nur ein paar Gummis. Aber ich denke mal, es gibt hier eine Schraube, da. Und es gibt hier eine Schraube. Die werden wir einfach mal beide öffnen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also wie gesagt, keine Ahnung. Aber ein bisschen Impro-Schrauben heute. Warum sind die denn geklaut im Baumarkt? Okay, also so sieht es aus, relativ entspannt. Hier ist für den Spiegel die Verstellung, die Spiegel. Das hier ist dieses Türschloss Nupsi. Und ja, hier ist es eigentlich schon ziemlich gut zugänglich. Wahrscheinlich muss ich das einfach nur abziehen, im besten Fall. Und dann muss ich mir natürlich noch überlegen, wie ich hier an die hinteren Teile drankomme. Ja. Ich probiere es einfach mal aus und erzähle euch dann danach, was ich gemacht habe. Diese andere Leiste, echt, die krümelt hier komplett raus. Also, boah. Warum das hier so ein Rumgeeiere ist, weil ich total Schiss habe, dass diese Krümel dann da in die Tür reinfallen und mir am Schluss unten die Wasserablauflöcher verstopfen. Das fände ich total doof. Aber irgendwie kriege ich es nicht besser hin. Keine Ahnung, wie würdet ihr es machen? Würdet ihr die ganze Scheibe rausnehmen, irgendwie nach unten rausnehmen? Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich will eigentlich nur diese Leisten wechseln und so wenig Aufwand wie möglich haben damit. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Dr. Bibber. Und ich bin 100 Mal schon gestorben. So, fantastisch, der ganze Schmodder ist draußen. Ihr seht, hier war diese Leiste drin. Und das hier, das ist davon übrig geblieben. Ja, also mehr ist es nicht. Und
So sieht das neue Ding aus. Auch hier mit diesen Clips da hinten dran, da kann man das reinklippen. Ich hoffe, ich kriege das rein, weil die Scheibe ist schon so ein bisschen im Weg, habe ich das Gefühl. Mal gucken. Zur Werbeunterbrechung. Ne, Quatsch. Hier, dieses Ding hier, brauchen wir uns kurz, das ist ein Faden. Mega Werkzeug. Und zwar würde ich gerne diese Dichtleiste da einfügen. Das Problem ist allerdings, dass hier das Fenster so aufsteigend bzw. absteigend ist und auf der Seite Richtung Front, da ist es im Weg. Also da komme ich dann, da ist das Fenster im Weg, da komme ich nicht hin und kann diese Teile hier reinklippen. Das heißt, ich werde es jetzt in die Tür reingleiten lassen und dann ziehe ich es hoch und versuche es dann einzuklippen. That's the plan. Mal schauen, ob es funktioniert. Das klappt. Das sind ja schon manchmal echt seltsame Konstruktionen, ne? Dass du dann hier sowas machen musst. Wie machen die das denn bei Porsche, ehrlich gesagt? Frage ich mich ab und zu mal, wenn ich hier irgendwas an diesem Auto mache. Wie würde es jetzt ein Profi machen? Das hat ja besser funktioniert, als ich dachte. Also, ich bin noch nicht fertig damit, aber die Frage ist auch, wie kriege ich die Clips dann da rein? Das ist die zweite Frage. Die sind echt stramm. Die ist auf der richtigen Position. Ja. Ist ja so schon kaum rein bei der Stelle, wo du rankommst, weißt du? Gibt es da ein Spezialwerkzeug für? Nicht, dass ich wüsste. Also siehst du da rein? Diesen Clip hier? Mhm. Und der muss in dieses Loch rein. Musst du wahrscheinlich einfach nur trotzdem mit Kraft machen, oder? Hilft nichts. Impossible. Dass man da so eine Kraft auch braucht, das kann nicht sein. Meinst du, man sollte die irgendwie bearbeiten, da diese Nupsis? Ja. Porsche. Leute, ehrlich, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Okay, Leute, auch mit dem Seil hat es nicht wirklich funktioniert. Das Problem sind die Clips. Also hier, diese Teile hier, ich krieg's ums Verrecken nicht in die Löcher rein und deshalb habe ich mir jetzt eine Zange besorgt, habe diese Clips so ein bisschen malträtiert. Ich probiere es jetzt nochmal und ja, hoffe, dass es dann hält. Ich habe jetzt nicht unbedingt Schiss, dass diese Leiste dann wieder rausfällt, weil da drückt sowieso die ganze Zeit das Fenster dagegen im Normalbetrieb, sag ich mal. Also da sollte eigentlich nichts schief gehen. Oh, das gibt's ja nicht. Funktioniert überhaupt nicht, wie ich mir das vorstelle, leider. Was denn? Ist das Ding da noch abgefallen? Was ist denn? Also, Oh nein. der Clip hier. Hä? Man kriegt die Clips einfach ums Verrecken nicht in diese Öffnungen rein. Die sind zu stramm. Achtung. Irgendwas. Die Leiste einfach auch noch abmachen oder was? Ja, klar. Ja, klar. Guck mal. So einfach ist das. Die ist auch geklippt. Ja. Schade, ich dachte, die wäre eine Schiene Nein. geschoben. Nein, die ist mit so Clips hier drin. So, und jetzt kannst du hier nämlich ganz gut eigentlich hingreifen. Ja? Ja. Du kannst deine Leiste rein. Oh, okay. Mist. Und das war wohl irgendwas. Also ihr habt es gesehen, der Erik hat jetzt einfach kurz einen Prozess gemacht, hat die Leiste hier abgenommen und ja, das hat offensichtlich funktioniert. Und jetzt versuche ich habe da ein bisschen rumgebogen, dabei ist mir das Ding hier abgefallen, der Clip, und jetzt versuche ich mit etwas mehr Platz hier das doch wieder hinzubekommen. Man wünscht sich einfach mal so einen Einrastmoment, ne? Ja. Und das kommt nicht. Klack. Aber, nö. Das ist einem nicht vergönnt. Jetzt klemmt er. Das ist ja auch nur einer von Hunderten. Und wenn ich jetzt hier anfange weiterzumachen, dann könnte es passieren, dass er wieder rausflutscht. Das ist nur direkt eine Tür. Aha. Ah. Da, nimm Platz, Kollege.
Meine Leiste passt. Oh, sitzt auch wunderbar. Hey! Ja, also eigentlich, wenn alles gut läuft, ist es eine Aufgabe von so einer Viertelstunde maximal. Das ist ja immer wieder so, wenn man weiß, wie es geht. Ja. So, Sportsfreunde, hat funktioniert, hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Eine Tür. So, jetzt kommt die nächste Tür und dafür brauchen wir nicht mehr so lange hoffentlich, oder?